Gerüchte und Ängste vor krankmachendem Lärm und gesundheitsschädlichen Infraschall haben schon manches Windkraftprojekt verhindert. Dabei ist die Sorge vor Infraschall von Windkraftanlagen aus wissenschaftlicher Sicht völlig unbegründet. Wenn man eine 3-stündige Dieselautofahrt macht, bekommt man beispielsweise genauso viel Infraschall ab, als wenn man sich 20 Jahre lang direkt in 300 Metern Entfernung neben eine Windkraftanlage stellen würde. Nimmt man die Sorgen und Ängste der Menschen ernst, holt diese ab und klärt sie auf, kann die Zustimmung für Windkraftprojekte erheblich steigen und sogar gesundheitliche Beeinträchtigungen, die empfunden werden, können abnehmen, wie das Projekt Wildstedt in der Nähe von Bremen eindrucksvoll beweist. In dem Projekt Wildstedt Süd hatten wir eine sehr, sehr positive Aufnahme in der Gemeinde, im Gemeinderat und beim Bürgermeister. In der Historie etwas überraschend, weil wir bei dem Ursprungsprojekt doch relativ starken Widerstand in der Gemeinde hatten und relativ große Diskussionen über den ersten Windpark. Das Thema Geräusch war immer eine Frage. Wieso hören wir doch etwas hier in Wildstedt? Und daraufhin hatte man dann gesagt, dann lasst uns doch eine Studie machen. Diese Studie sollte sowohl die objektiven Emissionen in den Blick nehmen, wie die subjektiven, also das, was in jedem Einzelnen wahrgenommen wird, wenn er die Windenergieanlagen sieht oder hört. Ja, die erste Befragung, die fand im Jahre 2012 statt. Da haben über 200 mitgemacht. Das war sehr, sehr gut. Das ist ungewöhnlich viel. Das deutet darauf hin, dass eben die Menschen wirklich ein Anliegen hatten. Die wollten wirklich wissen, was ist hier los. In der ersten Befragung waren 10% der Bürgerinnen belästigt. Und wir haben dann gemeinsam geschaut, was waren das für Geräusche, die störend waren. Ganz zentral, es waren hörbare Geräusche, die man mit einem einfachen Audiorekorder aufnehmen konnte. Das war erstmal ein ganz wichtiges Ergebnis. Das heißt, es ist kein Infraschall. Die Sorge vor gesundheitlichen Auswirkungen war damit vom Tisch, kann man sagen. Und nach unserer Studie sank dieser Prozentsatz ab auf ca. 6%. Das Wissen, ja, manchmal stört es mich, aber es macht mich nicht krank. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Aber auch an den anderen Fragen, die wir gestellt haben, können wir empirisch sehen, dass hier ein deutlicher Umschwung stattgefunden hat. Der war nachher so ausgeprägt, dass die Bürgerinnen und Bürger damit einverstanden waren, dass der Windpark erweitert wurde. Durch Studien wie unsere werden auch technische Verbesserungen angeregt. Sie haben in Wildstedt natürlich eine unmittelbare Auswirkung gehabt. Wir haben also sozusagen nicht nur aufgenommen, sondern wir haben auch Dinge umgestellt an den Anlagen. Und es zeigte sich, dass als die Windenergieanlagen im laufenden Betrieb optimiert wurden, diese Phänomene, die besonders störend waren, nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Wildstedt, kann man sagen, ist weltweit der am besten untersuchteste Windpark. Für das Folgeprojekt, diesen Windpark, in dem wir hier gerade stehen, hat es sehr viel gebracht. Ein entscheidender Punkt ist die Beteiligung der Bürger. Wie hat der Betreiber und die Behörden darauf reagiert, dafür zu sorgen, dass im Ort die Menschen befriedet sind? Hier hat sich unsere Offenheit und Ehrlichkeit total gelohnt und ist auch wahrgenommen worden, dass wir hier keine Pseudo-Untersuchungen machen. Ich glaube, dass man das schon als eine Gemeinschaftsaufgabe sieht. Wir haben zum zweiten Windpark einen großen Rückhalt insgesamt gehabt. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.